Es kursiert das Gerücht, dass Veganer besonders tierliebe Menschen sind. Immerhin verzichten sie auf so viel Lebensfreude nur für die Tiere. Aber Veganer werden oft nicht nur als besonders tierlieb betrachtet. In vielen Weltkulturen ist der Verzicht auf tierische Produkte, besonders Fleisch, sogar als noble Eigenschaft angesehen. So dient beispielsweise die Fleischabstinenz in der Fastenzeit bei der christlichen Religion als eine Art Reinigungsritual. Aber sind Veganer wirklich so tierlieb? Ist Veganismus eine gütige Lebenseinstellung? Und warum halten sich Veganer eigentlich immer für was Besseres? Diese Fragen werden wir jetzt anhand folgenden Graphen beantworten, der unser Verhalten gegenüber Tieren in dieser Gesellschaft aufzeigt. Auf der linken Seite in Rot finden wir alle Verhaltensweisen, die die Unterdrückung und Gewalt an Tieren fördern. Hier finden wir beispielsweise den Konsum von tierischen Produkten wie Fleisch, Milch, Eier, Käse, Honig, Tätigkeiten wie Jagen oder Angeln, der Besuch von Zoos und Zirkussen oder das Tragen von Leder und Pelzen. Zu all diesen Verhaltensweisen kommt es erst auf Basis einer Diskriminierungsform, die sich Speziesismus nennt. Speziesismus, also die moralische Diskriminierung nichtmenschlicher Tiere durch den Menschen, ist analog zum Rassismus und Sexismus eine ebenso irrationale Diskriminierungsform. Da Diskriminierung aber keine Graustufen kennt, gibt es auf der linken Seite des Graphen keine Skala, sondern ich möchte all diese Verhaltensweisen in einem einzigen Punkt zusammenfassen. Weil es ist egal, ob man jeden Tag, nur einmal wöchentlich oder nur vom kleinen Biobauern nebenan tierische Produkte konsumiert. Gewalt und Versklavung bleiben Gewalt und Versklavung von nichtmenschlichen Tieren. Und somit bleibt man auch ein Speziesist, der sich auf die linke Seite dieses Graphen kategorisieren lässt. Auf der rechten Seite finden wir in Grün hingegen eine Skala. Diese repräsentiert alle Verhaltensweisen, die aktiv an der Befreiung der Tiere beteiligt sind, beziehungsweise einen Reibungswiderstand gegen die normalisierte Unterdrückung darstellen. Hier finden wir kleine Alltagshandlungen, wie beispielsweise das Ansprechen einen Kollegen auf die Gewalt, die er durch seine scheinbar unschuldige Schinkensemmel ausübt, das Sprechen über Veganismus mit Freunden und Familie, das Spenden an Vereine, die sich für solche Aufklärung an Schulen oder anderen Bildungsstätten einsetzen, bis hin zu klassischen Aktivismusformen wie Straßenaktivismus und Infostände oder auch radikalere Aktivismusformen wie das direkte Befreien von Tieren aus ihren Versklavungsstätten. Es ist schwer einzuteilen, welche Aktionen hier besonders effektiv sind. Deshalb kann diese Skala nur grob nach Zeitinvestition eines Individuums in geringe Zeitinvestitionen in die Tierbefreiung bis hin zum Dasein als Vollzeitaktivist eingeteilt werden. Basis dieses Einsatzes für die Tierbefreiung, insofern man moralisch konsistent sein möchte, stellt der Nullpunkt in der Mitte unseres Graphen dar. Hier findet sich eine vertikale Linie, die moralische Nulllinie. Und diese stellt Veganismus dar. Was diese Darstellung hier nebenbei ganz gut zeigt, ist, dass Veganismus alleine in dem Status quo unserer Gesellschaft noch lange nicht extrem ist. Als Veganer befindet man sich nämlich nicht auf der extremen Seite der Tiergewalt, noch muss man unbedingt Vollzeitaktivist sein und sich für die Tiere einsetzen. Man befindet sich mit seinem Verhalten in der moralischen Mitte, eben der moralischen Nulllinie. Als Veganer ist man also weder an der Gewalt noch an der Befreiung der Tiere beteiligt. Man hält sich einfach aus dem Leben, aber auch aus dem Leiden der Tiere heraus. Aber um das nochmal mit anderen Diskriminierungsformen zu vergleichen, schauen wir uns nochmal den Graphen an. Nehmen wir beispielsweise Rassismus heran. Dann befinden sich auf der linken Seite wiederum alle Verhaltensweisen, die an der Unterdrückung und Diskriminierung von beispielsweise dunkelhäutigeren Menschen beteiligt sind. Hier finden sich also rassistische Sprüche im Alltag, das Ausgrenzen am Arbeitsplatz bis hin zur Versklavung von schwarzen Menschen, wie sie einst gang und gäbe war. Wieder können wir all diese Verhaltensweisen als einen einzigen diskriminierenden Punkt zusammenfassen. Auf der rechten Seite finden wir alle Verhaltensweisen, die sich für die Gleichberechtigung einsetzen. Das Aussprechen gegen Diskriminierung im Alltag, das Verteilen von Pamphleten über die Gefahren von Rassismus oder das Organisieren von Demonstrationen gegen Apartheid. In der Mitte haben wir wieder unsere vertikale Linie. Und hier siedelt sich ein Mensch an, der einfach kein Rassist ist. Er ist weder gewalttätig, noch ist er besonders nobel. In einer Situation von Diskriminierung, die er auf der Straße oder am Arbeitsplatz beobachten würde, würde er einfach weghören und sein Ding weitermachen. Er würde noch nicht einschreiten. Er ist einfach nur selber kein Rassist, setzt sich aber noch nicht für die Rechte von all seinen Mitmenschen ein. Aber in dieser Form mit der vertikalen Linie als Nullpunkt sieht praktisch jeder heutzutage Rassismus. Nicht rassistisch zu sein ist einfach selbstverständlich. Die moralische Nulllinie. Und heutzutage sogar in unseren Gesellschaft der moralische Imperativ. Es wird von einem erwartet, nicht rassistisch zu sein, oder man wird sogar ausgegrenzt, wenn man rassistisches Verhalten an den Tag legt. Gleiches gilt für andere Gerechtigkeitsbewegungen, die in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht haben. Beispielsweise die Frauenrechtsbewegung.
Oder die Gerechtigkeitsbewegung der Homosexuellen. Dieser Graph macht auf jeden Fall klar, man muss keine People of Color lieben, um nicht rassistisch zu sein. Man muss keine Frauen lieben, um nicht sexistisch zu sein. Man muss keine Homosexuellen lieben, um nicht homophob zu sein. Und man muss auch keine Tiere lieben, um nicht speziesistisch, also vegan zu sein. Nicht einmal für seinen aktivistischen Einsatz für diese Beendigung der Diskriminierungsformen muss man die unterdrückte Gruppe sonderlich lieben. Man muss einfach nur respektieren, dass jedes Individuum ein Recht auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit hat und nicht willkürlich diskriminiert werden darf. Allerdings ist es heutzutage tatsächlich so, dass viele Menschen von sich behaupten, Tierliebhaber zu sein. Das ist ein großer Vorteil, den die vegane Gerechtigkeitsbewegung gegenüber all diesen anderen Gerechtigkeitsbewegungen hat. Weil schwarze Menschen galten lange Zeit tatsächlich als unwertes Leben und es gab in der Gesellschaft keine große Sympathie für sie. Tiere hingegen haben einen sehr positiven Stellenwert in unserer Gesellschaft. Zwar zeigen das unsere Handlungen im Alltag nicht, aber die meisten Personen betrachten sich als tierlieb und sehen oft Hunde und Katzen, die mit ihnen leben, als schützenswerte Familienmitglieder an. Das konnten viele schwarze Sklaven oder Frauen, die als Objekte behandelt wurden, nicht von sich behaupten. Und diesen Sympathievorteil und dieses Mitgefühl, das wir als Menschen inhärent gegenüber anderen Tieren haben, sollten wir unbedingt als Vorteil für die Gerechtigkeitsbewegung der Tiere benutzen. Wenn jemand von sich behauptet, tierlieb zu sein, aber noch nicht vegan lebt, dann liegt es an uns, die Person darauf hinzuweisen, dass sie hier gerade eine kognitive Dissonanz durchlebt und ihre inneren Werte nicht im Einklang mit ihren Handlungen sind. Gleichzeitig können wir dadurch nicht nur der Person helfen, eine innere Harmonie wiederherzustellen, sondern natürlich auch die Tiere vor ihr verteidigen. Weil jemand, der tatsächlich tierlieb ist, der wird erkennen, dass man nicht behaupten kann, jemanden zu lieben, den man mit seiner nächsten Mahlzeit ins Schlachthaus schickt. Gleiches gilt natürlich für die Bauern, die behaupten, ihre Tiere zu lieben, aber sie dann nach wenigen Jahren des körperlichen Missbrauchs für Profit in Stücke schneiden lassen. Mit der Darstellung von Veganismus in der Mitte unserer möglichen Verhaltensweise sieht man auch ganz klar, dass man als Veganer noch lange kein guter Mensch ist. Klar ist jemand, der nicht absichtlich Gewalt gegenüber Tieren ausübt, ein besserer Mensch in Bezug auf sein Verhalten gegenüber Tieren, als jemand, der das tut. Aber trotzdem ist man nur, weil man die moralische Nulllinie lebt, noch kein guter Mensch. Oder, um es in den Worten von Arthur Schopenhauer zu sagen, Mitleid mit den Tieren und ein guter Charakter sind derart eng miteinander verknüpft, dass man mit Gewissheit feststellen kann, dass niemand, der grausam zu Tieren ist, ein guter Mensch sein kann. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, dass man als Veganer noch nicht besonders gütig oder nett ist, noch, dass man besonders tierlieb sein muss. Man ist den Tieren gegenüber einfach kein gewalttätiger Mensch mehr. Veganismus ist das Mindeste, was wir für die anderen Tiere tun können, sie in Ruhe zu lassen. Wer die Ablehnung von Rassismus, Sexismus und Transphobie oder anderen Diskriminierungsformen als den moralischen Imperativ versteht, der muss auch die Ablehnung von Speziesismus und somit die vegane Lebensweise als den moralischen Imperativ vertreten.